Das Ganze muss nicht hundertprozentig genau sein, weil er dann noch geschliffen werden kann. Allerdings, je genauer es ist, umso weniger Schleifarbeiten sind notwendig. Also wenn man so schaut, abgesehen davon, dass das Holz hier eine leichte Delle hat, ist es recht gut geworden. Es wird ja dann direkt am Schiff noch angepasst. Der erste Teil ist jetzt fertig ausgeschnitten und insgesamt brauche ich 4 Stück. Der Arbeitsfortschritt ist folgender. Ich habe alle Styroturplatten zugeschnitten. Was ich mir bereits noch besorgt habe, sind verschiedene Glasfasermatten mit 300 Gramm, mit 450 Gramm. Und von der habe ich noch raue Mengen zu Hause. Die ist allerdings nicht so stark. Mit der werde ich innen laminieren, also zwischen den Schichten. Und die starken Gewebe werde ich außen verwenden. Ziel ist es allerdings, dass der Geräteträger nicht schwerer wird, als es ein aus Edelstahl sein würde. Die Platten wiegen ja fast nichts, aber diese Glasfasermatten würde ich schon sagen, dass das 10 bis 15 Kilo sind, eine so eine Rolle. Morgen werde ich die Werkstätte in eine Laminierstube verwandeln und zumindest jeweils 2 dünne Streifen auf eine Unterplatte möglichst eben drauf laminieren. Ich kann ja den Geräteträger nicht ganz fertigstellen. Ich werde 4 Teile herstellen, 2 Seitenteile, die sind dann ungefähr 2,20 Meter lang und 2 Teile, die ich dann in Griechenland zusammensetzen werde, die den oberen Querträger bilden. Die werden jeweils ungefähr 1,80 sein. Bevor ich mit dem Laminieren beginne, fräse ich hier noch eine ca. 1 cm dicke Nut aus, damit ich das 50 mm Polokalrohr, das ich für die ganzen Leitungen verwenden möchte, schön reinbringe. Da ich noch etliche Rillen machen muss, habe ich die Methode ein bisschen beschleunigt. Ich mache das jetzt mit einer Drahtbürste mit der kleinen Trennscheibe. Hier bei 10 cm ist bereits ein Strich. Die ersten 4 Teile sind laminiert. Es ist eine Lage Glasfasermatte draufgekommen. Es war ein bisschen kompliziert, weil ich ja diese Rinne vorher eingefräst habe und dadurch die Konturen nachgeformt werden mussten. Aber mit der Alurolle und vorher mit einem Pinsel mit dem Einstreichen mit Harz ist es ganz gut gegangen. Ich bin sicher kein Weltmeister beim Laminieren, aber da das nur die Innenseiten sind, hoffe ich, dass ich mich, bis ich zur Außenseite komme, ein wenig verbessere. Wenn man sich das Ergebnis so anschaut, die Platten sind jetzt schon kaum noch biegbar. Und da das nur die Innenseite ist, brauchen sie auch nicht so besonders hübsch auszuschauen. Hier kommen ja dann noch die Streifen drauf und dann der Deckel. Nein, ich habe nicht Corona. Aber mit Glasfaserstaub ist nicht zu spaßen. Und letztendlich bin ich darauf verfallen, mit dem Vibrationsschleifer, mit einem Sägeaufsatz, wie man es zum Beispiel für Gips verwendet, das Ganze abzuschneiden.
da ist eine Platte fertig. Man sieht also, die Kanten sind relativ glatt geworden. Und wenn das Ganze dann zusammen laminiert ist, kann man ja die Oberfläche noch schleifen. Ich bin jetzt gerade dabei, ungefähr 5 cm breite Streifen vom Glasfasergelege abzuschneiden. Die Streifen werden dazu dienen, hier zwischen zwei Styroturstreifen einlaminiert zu werden, um dadurch die Festigkeit zu erhöhen. Hier kommen dann Streifen aus Styrotur drauf, dann kommt ein Verstärkungsband aus Glasfasergewebe, dann kommt noch ein Streifen aus Styrotur. Das Ganze kommt auf der anderen Seite auch. Und dann kommt quasi, wenn auch die Stromleitungen innen untergebracht sind und alle Einbauten fertig sind, kommt ein Deckel drauf. Das Harz ist relativ einfach anzumischen. Ich habe hier in dem Plastiksackerl eine Küchenwaage, die auf Gramm genau anzeigt. Und von dem ersten Harz leere ich einmal 100 Gramm rein. So, das waren jetzt 109 Gramm. Auf 100 Gramm kommen 55 Gramm Härter. Das heißt, ich werde jetzt hier 60 Gramm Härter reinleeren, um das korrekte Mischungsverhältnis herzustellen. Und jetzt wird das Harz hier fest durchgequirlt. Und ich kann die nächsten noch 2 oder 3 Streifen zusammen laminieren. Das Werkzeug gebe ich zwischen den Arbeitsschritten immer in einen Kübel mit Aceton. Dadurch bleibt auch der Pinsel elastisch. Also ich trage das gleich beim ersten Mal relativ großzügig auf. Dann wird der Glasfaserstreifen angerollt. Und das Ganze noch einmal mit Harz eingestrichen. Wieder relativ großzügig. Man muss hier irgendwie das Mittelding zwischen guter Verklebung und unnötig viel Harz, das dann herausquillt, finden. Also hier merkt man auch, dass das Zuschneiden mit der Kreissäge relativ genau ist. Die Streifen sind alle gleich dick. Während des Laminierens konnte ich nicht filmen, da ich Angst habe, dass mir das Harz hart wird, weil ich ja doch nur ungefähr 20-25 Minuten Zeit habe, um eine Einheit zu verbrauchen. Aber hier habe ich jetzt 6 von den Versteifungsstreifen zusammen laminiert. Und die sind jetzt eingespannt worden, damit sie erstens einmal ganz gerade bleiben und zweitens, dass die Streifen, wo das Harz dazwischen ist und das Glasgelege, aufeinander gepresst werden und so größere Festigkeit erhalten. Die einseitig laminierten Styroturplatten sind jetzt richtig durchgetrocknet. Ich habe mir hier jetzt eine Hilfskonstruktion gebastelt. Das sind 2 Dachlatten, die sind unten angeschraubt, sodass sie nicht verrücken können. Der Unterteil ist ebenfalls angeschraubt, damit er nicht verrücken kann. Und das ist der Oberteil, der anlaminiert werden soll. Da habe ich mir hier den Winkel von 20 Grad gebaut. Das ist der Winkel, den der Knick haben soll. Und jetzt wird die zweite Platte darauf eingerichtet. Damit es gerade ist, schaue ich mit der Latte,
Ja, das schaut super aus. Und jetzt wird die zweite Platte ebenfalls auf der Unterlage festgeschraubt, damit sie sich einfach nicht mehr verrücken kann. Gestern habe ich ja die Seitenstreifen draufgeklebt. Die halten bombenfest. Darum kann ich heute die ganzen Zwingen weggeben. Der nächste Arbeitsschritt, den ich mir gedacht habe, ist, ich werde hier innen noch eine zusätzliche Versteifung anbringen. Das heißt, ich werde Epoxy anrühren, das mit Verdickungsmittel verdicken und hier einmal eine Hohlkelle ziehen rundherum. Und wenn das fertig ist, werde ich es mit Epoxy einstreichen und 1 oder 2 Lagen Glasfasergewebe drüber legen. Das Ganze ist jetzt getrocknet und es ist Zeit, das Teil einmal loszuschrauben und zu schauen, wie es hält. Schön ist es noch nicht. Also wenn man jetzt die Rückseite anschaut, sieht man, dass hier das Epoxidharz so ausgetropft ist. Aber das macht alles nichts, das kann man glätten. Die Fuge wird dann mit verdicktem Epoxy ausgefüllt. Hier unten wird dann noch eine kleine Serviceplatte eingebaut. Da werde ich den Unterteil fotografieren, damit ich dann sehe, wie weit ich da ungefähr arbeiten kann. Denn hier sind ja die Löcher für Stromkabel und auch für die Schrauben, mit denen dann das Teil ans Quid befestigt wird. Bevor der Deckel drauf kommt, werde ich den Elektroschlauch mit ein bisschen angedickten Epoxy in die Rille hineinkleben, die ich vorher gefräst habe. Dazu fixiere ich ihn. Die Zwingen braucht man nur ganz leicht anziehen. Wie immer, alles was innen ist vom Finish her eigentlich egal. Wichtig ist, dass der Polokalschlauch dann innen klebt und nicht wegspringt, wenn man die Zwingen aufmacht. Ich habe jetzt die Zwingen entfernt. Man sieht, der Schlauch hält bombenfest. So richtig notwendig wäre es nicht gewesen. Man hätte das auch so machen können. Allerdings hat das den großen Vorteil, wenn man dann die Deckel drauf tut, dass nichts herumschlankert und eventuell hier dann das Ganze aufbeult. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier neben dem Elektroschlauch noch Styroturplatten einzusetzen, einfach aus dem Grund, wenn es hier vielleicht dazu kommt, dass man den Träger zusätzlich mit einer Edelstahlplatte verschraubt, hat man hier die Möglichkeit, dann durchzubohren, das Ganze mit angedicktem Epoxy zu füllen, dann die Löcher für die Schrauben zu bohren und dadurch hält das Ganze bombenfest. Die Spalten sind so eng, dass ich mit dem Aluroller nicht reinkomme. Und deswegen versuche ich die Luftblasen mit dem Pinsel rauszudrücken. Das Ganze ist ein bisschen höher geworden, aber das macht nichts. Bevor ich den Deckel drauf mache, schleife ich das einfach ganz kurz ab. Das Styrotur ist ja sehr
recht weich. Das dürfte keine Probleme sein. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir das Glasfasergewebe in dünne Streifen vorzuschneiden. Das geht eigentlich recht gut mit dem Stanley-Messer. Ich wollte eigentlich die Deckel gemeinsam drauf machen am nächsten Tag, aber mir ist relativ viel Harz übergeblieben. Ich habe das falsch eingeschätzt, wie wenig ich eigentlich brauche, und habe 150 Gramm angemacht, aber das war mehr als doppelt so viel, als ich gebraucht habe. Wie geht's voran? Ja, ganz super. Oh, es ist eine Botzerei. Das restliche Epoxidharz, das ich angerührt habe, hier auf den bereits befestigten Glasfaserstreifen zu verteilen und es dann mit der Walze glatt zu machen. Jetzt bleibt nur noch über, den vorbereiteten Deckel drauf zu tun. Ich möchte jetzt kurz den Stand des Projektes Geräteträger zusammenfassen. Der erste Träger in seiner Rohform ist schon fertig und gestern habe ich den Träger das erste Mal ein bisschen beschliffen und dann habe ich hier eine Verstärkung genau an der Stelle, wo der Knick ist, auflaminiert. Bevor ich hier die Glasfasermatten aufgebracht habe, habe ich auch alle Spalten mit angedicktem Epoxy gefüllt. Das, was hier ganz klar ist, da war bereits Harz vorhanden und hier, wo es ein bisschen weißlich ist, da habe ich dann angedicktes Epoxy hineingespachtelt. Da Sabina erfahrungsgemäß meine How-to-Do-Videos nicht sieht, möchte ich für alle zukünftigen Projektangeher vermerken, dass der Kauf von Werkzeugen mit dem Beginn eines Projektes eine sehr günstige Konstellation ist. Da wir ja sehr viel Geld sparen, wenn das Projekt gut geht und keinen Edelstahl-Geräteträger kaufen müssen, habe ich mir gleich ein paar Werkzeuge zugelegt. Ich habe mir einen kleinen Kantenfräser zugelegt und einen neuen, besseren Exzenterschleifer. Man sieht, dass der Kantenfräser eine relativ schöne runde Kante gefräst hat, die relativ gerade ist und natürlich dann auch erleichtert, dass man die Matte schön drüber biegen kann. Mit der überschüssigen Spachtelmasse habe ich die Löcher, die durch die Zwinger beim Zusammenpressen entstanden sind, aufgefüllt. Kurzes Zwischenupdate vom Geräteträgerbau. Der erste Seitenteil ist jetzt fertig. Man muss sich das so vorstellen, dass der dann auf der Backbordseite montiert ist, noch etwa 10 cm höher wird, weil er unten nicht direkt am Boden, sondern etwas erhöht montiert wird. Und so wird das ganze Teil dann stehen. Also der erste Teil ist senkrecht, weil das Achterstack hier rauf geht und dann ist ein leichter Knick von 20 Grad und da oben wird dann der Querträger montiert. Der erste Seitenteil ist jetzt fertig.
Gestern habe ich die zweite Seite drauf laminiert. Das Harz ist so weit trocken, dass man nicht mehr kleben bleibt. Aber bis zum Durchtrocknen wird es noch 2-3 Tage dauern. Deswegen stellen wir den Holm auf die Seite. Bis jetzt habe ich genau 10 Kilo Harz verbraucht, etliche Quadratmeter Glasfasergewebe. Die Außenschicht besteht letztendlich jetzt aus 570 Gramm Gewebe. Und da, wo die Ecke ist, beziehungsweise wo dann oben der Übergang zum Querträger sein wird, habe ich ein wenig vom Material abgetragen, dann drüber laminiert, sodass ich dann die Träger in Griechenland zusammen laminieren kann und es eine einheitliche flache Oberfläche gibt. Bei den Kanten werde ich bei den nächsten Stücken vorsichtiger sein, also eher länger schleifen und wenig abtragen, als mit der Flex gleich direkt drauf gehen. Da kann es leicht passieren, dass man zu viel Material wegnimmt. Muss ich halt dann ausspachteln, bevor es weiß gestrichen wird. Der nächste Träger ist bereits in Position. Ich habe es bereits angeschraubt und heute werden die Seitenwände drauf laminiert. Das ist einer der 2 Seitenteile von unserem zukünftigen Geräteträger und heute machen wir den Belastungstest für dieses Laminat hier. Bei diesem Winkel sind insgesamt 4 Laminatschichten, 2 mit 300 Gramm und 2 mit 570 Gramm. Und wir werden das jetzt gewichtstechnisch belasten und schauen, was sich tut. Der erste Belastungstest erfolgt mit 60 plus. Das genaue Gewicht werden wir nicht erfahren. Sabina riskiert ihr Leben. Wie ist das Feeling? Sehr gut. Knackt es? Nein, es biegt sich nicht. Es ist nicht. Eigentlich unspektakulär. Es fühlt sich sehr fest an. Aber jetzt kommt erst der richtige Belastungstest. Wir verdoppeln das Gewicht. Ich stütze mich nirgends ab. Volle 125 Kilo Lasten auf diesem Knick. Und selbst wenn ich wippe, spüre ich keinerlei Nachgeben und ich höre kein Knacken. Ich würde sagen, der Träger hat den Test bestanden. Falls es wirklich wen gibt, den so etwas interessiert, Daumen hoch und ein Abo dalassen.